Although I wanted to go slowly, I have to be fast now. Also ich wollte zwar langsam weitergehen, aber trotzdem muss ich jetzt schnell weitermachen. Yes. So we understood about the Our Father prayer, the 7 steps. Wir haben gelernt jetzt, dass es im Vaterunser Gebet diese 7 Stufen gibt. And the first is the preface. That is the most important thing. Ist die Anrede oder die Einleitung, das ist das Wichtigste. Many saints said they could not say fast. They had to remain in that first line long time. Und viele Heilige haben gesagt, dass sie das nicht schnell beten konnten, dass sie lange in dieser Einleitung, in dieser Anrede verbleiben mussten. Because it is, when we understand the gospel, when we understand the coming of the Messiah, and what Messiah has given to us is a sonship. Wenn wir das Evangelium verstehen, wenn wir das Kommen des Messias verstehen und das, was er für uns getan hat, dann begreifen wir, er hat uns diese Sohnschaft geschenkt. The apostles noticed the way Jesus was praying was completely different than the normal rabbi or Jews praying. Und die Apostel, denen ist es aufgefallen, dass Jesus komplett anders gebetet hat, als sie es von den Schriftgelehrten oder den Rabbinern gewohnt waren. Imagine, what was the normal prayer of a Jewish rabbi? Wie hat ein gewöhnlicher Rabbi gebetet? And this new rabbi. Und wie hat dieser neue Rabbi gebetet? So the apostles asked, Lord, teach us also to pray like you pray. Und darum haben die Apostel ihn gebeten, Herr, lehre uns so zu beten, wie du betest. This is a big note of the Bible, teach us to pray. Also, Lord, teach us to pray. das ist eine besondere Stelle in der Bibel, diese Bitte, Herr, lehre uns beten. It is not only our Father prayer, He is the teacher of all prayers. Und er hat uns nicht nur das Vaterunser gelehrt, sondern er ist der Lehrer für jedes Gebet. Lord, teach us to pray. Herr, lehre uns beten. The prayer, the way Jesus or Matthew written and Luke written has a little difference. Also es gibt Unterschiede im Vaterunser Gebet, wie es Matthäus oder Lukas aufgeschrieben hat. So we officially, the church has taken what is written by Matthew. Und die Kirche hat sich für die Version von Matthäus entschieden. And Jesus also said, before teaching this prayer, according to Matthew, he said 5 points how to pray. Und nach dem Matthäus-Evangelium hat Jesus, noch bevor er das Vaterunser gelehrt hat, hat er 5 Punkte gelehrt, nämlich wie wir beten sollen, Where to pray, wo wir beten whom sollen, to pray, zu wem wir beten what to sollen, pray, was wir beten why sollen to pray. und warum wir beten sollen. That is also a teaching about prayer. Und schon das ist eine Lehre übers Gebet. Not only the actual prayer, text of the prayer. Also nicht nur der eigentliche Text des Gebetes. So in that prayer Jesus taught, Und in diesem Gebet hat Jesus gelehrt, when you pray, go to your inner room. wenn du betest, dann geh in deine innere Kammer. Yes. Then what? Und weiter. Close the door. Und schließ die Tür. That is the most difficult thing. Das ist die schwierigste Sache. To close the inner room. But you must be inside. Das wird den inneren Raum schließen, aber wir müssen ja drinnen sein. Okay, don't stand outside and close the door. Also schließ die Tür nicht von außen, You are inside. sondern du bist drinnen. Then who are all there inside? Und wer ist dann aller drinnen in dem Raum mit dir? The Father, Der Vater, the Son, der Sohn, the Holy Spirit, der Heilige Geist and the whole heaven. und der ganze Himmel.
then you will feel children are knocking at the door, like children are knocking at the door. Aber dann wirst du das Gefühl haben, dass Kinder an die Tür klopfen. And you So will wie sie say, zu tun Warten, wait, I am busy with Father. Und dann sollst du auch sagen, also warte, ich bin jetzt mit dem Vater beschäftigt. You may get so many very good ideas to think and oh, this I have to do today. I should have telephoned to that fellow. This I should have, that bank matter I have not. So many things will come Und at es that werden time. dir genau zu dieser Zeit so viele gute Ideen kommen. Ah, den sollte ich noch anrufen. Ah, das sollte ich noch erledigen. Und diese Bankgeschichte muss ich noch erledigen. It comes only at that time. Das alles fällt dir genau zu dieser Zeit ein. This is not done by the devil. It is also the work of God about the prayer. Und das ist nicht nur ein Werk des Teufels, sondern das ist auch ein Werk Gottes, die zum Gebet dazugehört. This is a part of the prayer. Es ist sogar ein Teil des Gebetes. Once you know this, Wenn du das einmal weißt, Jesus, I love you more than my bank account. dann sagst du, Jesus, ich liebe dich mehr als mein Bankkonto. Oh, good, very good. Das ist gut. That is prayer. Das ist Gebet. That is how Jesus is testing you, how much you love me. Und Jesus prüft euch so, wie sehr liebst du mich? To know that he will propose the most lovely ice cream for you at that time. Und um dich zu prüfen, wird er dir die schönste Eiscreme genau zur Gebetszeit vorsetzen. Eat this. And you say, no, I don't want. I love Jesus more than that. Und man wird dir anbieten, isst das, und du wirst sagen, nein, ich liebe Jesus mehr als alles andere. That is prayer. Das ist Gebet. Then this union become very good. Und dann wird diese Einheit erst gut werden. So it is a struggle. It takes time to practice this. Und es ist auch ein Kampf und es braucht seine Zeit, bis man darin eingeübt ist. And then after some time there will be no distraction. You can straight go and close the door and you can immediately start talking and praying. Nach einer gewissen Zeit wirst du dann keine Kämpfe mehr haben, sondern du wirst einfach in diese Kammer eintreten können, wirst die Tür zumachen, wirst in Ruhe beten können. That is, you have faith in God, but He should have faith in you. Das heißt, du hast Vertrauen in Gott, aber auch er muss Vertrauen in dich haben. This is a stage of victory. Das ist ein Zustand des Sieges. Now, in my case, He has full confidence in me. In meinem Fall, ich weiß, dass Gott volles Vertrauen in mich hat. So, I immediately, anytime I can talk to Him, anytime. Und ich kann jederzeit zu ihm sprechen. I go inside, I can talk. Ich gehe in mich und ich spreche mit ihm. Now He is smiling at me. Und jetzt lächelt er mich an. Yes. I can feel Him. I can understand His emotion. Ich kann ihn spüren und ich kann sein He's a Gefühl person. für mich He's a verstehen. person. Denn er ist eine Person. This person. Go to your inner room, Geh in deine innere Kammer, close the door, schließ die Tür speak to your Father und sprich zu deinem in Vater secret. im Verborgenen. In secret means it is an intimacy. In secret means it is an intimacy. Im Verborgenen bedeutet, dass da eine Intimität ist. Whom do you speak your very, very, very secret things? Du sprichst mit jemandem ganz persönliche, vertraute Sachen. Intimacy. Intimität. And your Father will reward you. Und dein Vater wird dich belohnen. Yes. And then additional he said, your Father knows before you pray what you need. Und dann setzt er hinzu, dein Vater weiß, was du brauchst, noch bevor du ihn bittest. Then what should we pray? Also was soll ich dann beten? So you say, Father, you know what I need. Darum sage, Vater, du weißt, was ich brauche. Give me that. Gib mir das.
So this fits very well with our morning session. Und das passt jetzt wieder sehr gut zu unserer Vormittagsstunde. So Jesus himself taught us this way. Jesus hat uns selbst gelehrt, so zu Your beten. Father knows what you need. Denn dein Vater weiß, was du brauchst. Suddenly I am remembering a very small thing. Mir fällt jetzt eine Kleinigkeit ein. Earlier we were living in, our whole team was in Taborstraße, in Sunil and all of us were in Taborstraße. In ganz frühen Zeiten war unser Team, auch Sunil und die anderen, in der Taborstraße in Wien. In Wien. So I was giving a retreat in Saarland in Germany. Und ich hielt Exerzitien in Saarland, in Deutschland. And after that when I came back, Und als ich zurückkam, in the office there is a packet for Thomas Paul. lag im Büro ein Paket für Thomas Paul. I opened it, it was brand new pair of a shoe. Ich habe es geöffnet und drinnen war ein brandneues Paar Schuhe. Who sent it? No idea. Wer es mir gesandt hat, ich habe keine Ahnung. Then slowly later on I understood who sent that to me. Und später dann habe ich verstanden, wer es mir gesandt hat. That was sent by a old lady in Saarland. Eine alte Dame aus Saarland hat mir die Schuhe geschickt. She saw, while I was kneeling down, she saw my shoes. It was broken sole. Sie hat gesehen, als ich gekniet bin in Saarland, dass meine Schuhsohle gebrochen war. She did not say anything. Sie hat nichts gesagt. She probably noticed the size and all from the sole of the shoe. Also sie hat anscheinend meine Sohle sehr gut angeschaut und die Größe notiert. She went to the shoe company in Saarland, Dann ist sie ins Schuhgeschäft in Saarland gegangen, who has a branch in Wien, die eine Zweigstelle in Wien haben. ordered a shoe and paid the money and told them to deliver that from the Wien storeroom to my office. Und sie hat das eben dort in Saarland gekauft, bezahlt und hat ihnen gesagt, sie sollen das von der Zweigstelle in Wien ins Geschäft zustellen, ins Büro. So before I come to travel back from Germany to hear the shoe has arrived there. Und also während ich noch auf der Rückreise nach Wien war, sind die Schuhe schon im Büro gestanden. She is so typish. Any time I go to Saarland, she would have bought something which is exactly needed for me. Und das war ihre Spezialität. Also immer wenn ich nach Saarland gekommen bin, dann hat sie irgendetwas für mich gekauft oder besorgt, das mir genau gepasst hat. The Father knows what I need. Der Vater weiß, was ich brauche. Anyway, so that is okay. Now we have come to the theme. Shall I take 5 minutes more, Father? Soll ich noch 5 Minuten anhängen? Yeah. Then we will conclude this so that in the Eucharist today we will pray our Father in this way. Also dann können wir das schön abschließen, dass wir auf die richtige Weise heute in der Heiligen Messe Vater unser beten können. So, now we come to the 7 steps. Wir kommen jetzt zu den 7 Schritten. The first step is, hallowed be thy Der name. erste Schritt ist, geheiligt werde dein Oh, Name. my Papa, my Daddy is so holy, 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 dreimal heilig. Mein Papa, mein Vati ist so heilig, dreimal heilig, heilig, And I am the heilig. child of that Father. Ich bin ein Kind dieses Vaters. So what is automatically should happen to me? Also was wird mir dann automatisch widerfahren? Heiligkeit, my holiness of the Father. Also Heiligkeit. Yes. So this is, we have to recognize, since my Father is holy, 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 Also wir müssen erkennen, wenn mein Vater heilig, heilig, heilig it is ist, the initiation of the Father, dann ist es wieder die Initiation des Vaters. automatically the child will be holy. Automatisch wird dann auch das Kind heilig sein. You believe this? Glaubt das einfach. Our Father in heaven. Vater unser im Himmel, Oh, hallowed be thy name. geheiligt werde dein You are Name. so holy. Du bist so holy, heilig. holy. Heilig, heilig. Oh, so I will naturally be holy because I am your child. Und selbstverständlich werde auch ich heilig sein, denn ich bin dein Kind. And you do everything for that. Und du machst alles dafür, dass ich heilig werde.
Heiligkeit. That is the first point. Das ist der erste Punkt. Believe it. Glaube das. You only believe it. Du glaube es nur. So you receive it. Und dann empfängst du es auch. Or you think, oh, I am such a terrible, bad sinner. I am not worthy to be your child. Oder denkst du dir, ich bin so ein schrecklicher Sünder, ich bin nicht wert, dein Kind zu sein. Maybe you think like that, then next, oh, but still you love me. Wenn du auch so denkst, dann soll der nächste Gedanke sein, aber du liebst mich trotzdem. And you will make me holy. Und du wirst mich heilig machen. Even if I am such a great sinner, you will make me a great saint. Auch wenn ich so ein großer Sünder bin, du wirst mich zu einem großen Heiligen machen. What is easy for, or what is difficult for, or what is God? To make a saint, a one man who is very holy to live to heaven, or a man who is very sinner to live to heaven? What is important for God? Was ist wichtiger für Gott? Einen Menschen, der gut ist, in den Himmel zu heben, oder einen Sünder, einen Menschen, der schlecht ist, in den Himmel zu heben? Was ist größer? Yeah. So believe that. Also glaube das. Don't get into what you say, negative thinking. Negative thinking. Fall nicht in irgendwelche Skrupel. Oder, Scrupulosity. Ja. Scrupulosity. Bitteschön. Scrupulosity. That's what I wanted to say. Thank you. Many times we are scrupulous. We don't understand the Father's heart. Also viele Male haben wir Skrupel, weil wir das Herz des Vaters nicht verstehen. Okay, so first is holiness. Also das erste ist die Then second Heiligkeit. is thy kingdom come. Das zweite ist dein Reich komme. Thy kingdom is the sanctifying, justifying work of Jesus Und Christ. das ist die heiligende und das gerechtmachende Werk Jesu Christi. That if you are in His kingdom, the King will do everything for you. Wenn wir im Reich des Königs sind, dann wird der König alles für uns machen. Yes. You don't have to do anything. Du musst nichts mehr machen. You have to only believe in Jesus Du Christ. musst nur an Jesus Christus glauben. Jesus only say, follow me. Jesus sagt nur, folge mir nach. Pope Francis often said this example of Matthew, the tax collector, whom all the people in that area contempt. They don't even go to his house. Papst Franziskus hat dieses Beispiel oft gebracht von Matthäus, dem Zöllner, den die Leute gemieden haben, wo sie gesagt haben, nein, geht nicht zu dem ins Haus. Don't go to the house of a sinner. Nein, geht nicht in das Haus dieses Sünders. But Jesus went there. Aber Jesus ist dorthin gegangen. So everybody said, what a scandal. Why are you going in the house of a sinner? Und alle Leute haben gesagt, was für ein Skandal, warum geht er in das Haus von so einem Sünder? Then Jesus said, it is the sick person need the doctor. Und Jesus hat gesagt, die Kranken brauchen den Arzt. Go and learn what is written in your own law. Geht und lernt, was in eurem eigenen Gesetz geschrieben That steht. I want mercy, not the Nämlich, sacrifice. dass ich Barmherzigkeit will und nicht Opfer. You are killing animals and offering so many sacrifices. That is not what I want. I want a heart of mercy to the Ihr sinners. bringt so viele Tieropfer dar oder andere Opfer, aber das ist nicht das, was ich will, sondern ich will ein Herz voller Barmherzigkeit. A heart who can love not a good man to love a bad man. Ein Herz, das nicht einen guten Menschen liebt, sondern das auch einen schlechten Menschen lieben kann. I have come not for the righteous, but for the Denn sinners. ich bin nicht für die Gerechten gekommen, sondern für die Sünder. This is the kingdom of God. Das ist das Reich Gottes. Thy kingdom come. Dein Reich komme. That mercy come Deine Barmherzigkeit into komme. my life, In mein Leben, into my family, in meine Familie, into my neighbor, in meine Nachbarschaft, into my whole parish, in meine ganze Pfarre, into my whole Burgenland or district, in das ganze Burgenland or in oder the whole Bezirk, country, in das ganze Land in the whole world. und in die ganze Welt. So when you say thy kingdom come, you can continue that half an hour into whole area. Also wenn du betest, dein Reich komme, dann kannst du das eine halbe Stunde lang auf alle Bereiche ausdehnen.
And then the third point is, thy will be done. Die dritte Bitte ist dann, dein Wille geschehe. This is where we have to be very careful. Da müssen wir jetzt sehr vorsichtig sein. What is happening? Was geschieht? We make our own will. I want that, I want this, for this I am praying. Wir haben unseren eigenen Willen. Ich möchte das, ich möchte jenes und dafür bete ich. Thy will be done, thy will be done. Dein Wille geschehe, dein Wille geschehe. But we are already holding the will. Aber wir halten schon an unserem Willen fest. So how can he do it? Also wie soll Gott das machen? So this is where the Jonah situation. Jonah was chosen to be a prophet. Das war auch die Situation des Jona. Er wurde auserwählt, Prophet zu He sein. can hear the voice of God very Er clear. konnte die Stimme Gottes sehr He's a deutlich prophet. hören. Er He's a war Prophet. And when the time came, God said, Jonah, you are chosen to go to Nineveh. Und als die Zeit reif war, sprach Gott, Jona, du bist auserwählt, nach Ninive zu gehen. Nineveh? No, I don't like that people. I don't want to go to Nineveh. No. Was, nach Ninive? Na sicher nicht. Die Leute dort sind schrecklich, dort mag ich nicht hin. Sehr böse Leute. You are a prophet, you have to proclaim. Du bist ein Prophet, aber du musst verkünden. Yes, I will proclaim in my own land in Tarshish. Ja, ich werde verkünden in Tarschisch. He ran and got into the ship going to Tarshish. Und er ist mit dem Schiff nach Tarschisch gefahren. Prophet, Ein Prophet, listening God, der Gottes Stimme hören but konnte, not able to do the will of God. der aber nicht fähig war, trotzdem den Willen Gottes zu tun. Now where is the mercy of God? Also wo ist jetzt die Barmherzigkeit This Gottes? merciful God sent a storm in the sea, and the whole sea was turned around. The ship was in trouble. All the stuff from the ship gone out, everything. Also die Barmherzigkeit Gottes bestand darin, dass Gott einen Riesensturm geschickt hat, das ganze Schiff durcheinander gebeutelt hat. Why? Warum? Where is the mercy? Wo ist da die Barmherzigkeit? To whom God's mercy is revealed here? Und wem wird hier die Barmherzigkeit Gottes enthüllt? To the people of Nineveh. Nämlich den Menschen in Ninive. God's heart is burning with the mercy to save the people of Nineveh. Gottes Herz brannte für die Menschen in Ninive. And finally, Und letztlich, Jonah got the idea, strength to take the will of God, Und courage to take the will of God. letztlich dann konnte sich Jona durchringen, den Willen Gottes zu And tun. then he said, throw me out into the sea. Und er sagte, werft mich ins Meer hinein. Then everything became quiet. Und dann hat sich alles beruhigt. This happens for us. We are going in our own ideas. Das ist auch für uns geschehen. Auch wir, But we say, thy will be done, thy will be done, thy will be done. auch wir gehen unseren eigenen Ideen nach und beten trotzdem, dein Wille geschehe, dein Wille geschehe. The best example is like a trapeze artist. The trapeze artist is holding on one bar and swings and catch the other bar. But she has to leave this bar. Ein bestes Beispiel ist so eine Trapezkünstlerin. Also wenn sich die auf einem Seil vorwärts schwingt, dann muss sie das eine Seil mal auslassen, um dann das nächste fangen zu können. You have to leave the bar which you are holding. Du musst das alte Seil mal loslassen. So there is a story about a trainer of a trapeze trainer. Und da gibt es auch eine Geschichte über einen Trainer, der so eine Trapezkünstler trainiert hat. This artist say, no, master, I am not able to catch that. I am afraid to catch. I am afraid to fly and catch that. Der Künstler eben hat gesagt, nein, ich fürchte mich, also ich kann da nicht drüber, ich habe da Hemmungen rüber zu springen. And the trainer said, my dear, throw your heart over the bar. The body will follow you. Und der Trainer hat ihm geantwortet, mein Lieber, du musst zuerst mal dein Herz rüberwerfen und dein Körper wird dir nachfolgen. Throw your heart over the bar. Wirf zuerst dein Herz hinüber. Body will follow you. Der Leib wird nachfolgen. So in our Father prayer, this third point, practically I am telling, is a very difficult but very important point. Sage ich, in der Praxis ist dieser dritte Punkt ein sehr, sehr schwieriger Punkt, aber sehr wichtig. God wants your heart Denn Gott möchte dein Herz haben. to Him. Und zwar für ihn. Then everything will follow. Und der Rest wird nachfolgen.
Your heart must be on the will of God, not our own will. Dein Herz muss am Willen Gottes hängen und nicht an deinem Willen. I remember when I left my job and had to take up full-time evangelization, nobody supported me. Ich kann mich erinnern, als ich meinen Job verlassen habe, um Vollzeit für den Herrn zu arbeiten, da hat mich niemand unterstützt. I myself had doubt, is it the will of God? Und ich selbst hatte Zweifel, ist das wirklich der Wille Gottes? It is then I really prayed, Lord, thy will be done. Then I added little bit, not my will. Genau. Und es war genau jene Zeit, wo ich dann gebetet habe, Herr, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Halleluja. That is where this prayer become really a blessing. Und da ist dann dieses Gebet wirklich zum Segen geworden. Okay, now the fourth point we already understood. Den vierten Punkt haben wir schon alle verstanden. Now, fifth point is the forgiveness. Der fünfte Punkt ist die Vergebung. That's very important. Forgiveness cannot be on the first. Das ist sehr wichtig, denn die Vergebung kann nicht an erster Stelle stehen. Even you have to forgive somebody, Auch wenn du jemanden vergeben you musst. have to receive this blessing from God, the love, joy, peace, patience, kindness, goodness, wisdom, all this you have to receive. Musst du erstmal den ganzen Segen Gottes empfangen, also all den Frieden, seine Liebe, seine Freude, Güte, Milde, Langmut, all das. Then only you can forgive. Und nur dann kannst du auch vergeben. Cannot forgive with your human power. Du kannst nicht mit deiner menschlichen Kraft vergeben. That is why in Old Testament there was no forgiveness, only punishment. Darum hat es im Alten Testament kein Vergeben gegeben, If sondern anybody nur commit a Strafe. sin, punish him. Wenn jemand eine Sünde begangen hat, dann bestraf ihn. In that situation, Jesus comes and says, forgive. Und in diese Situation hinein kommt Jesus und spricht, vergib. How many times I should forgive? Und wie oft soll ich vergeben? 7 times? 7 Mal? See, 70 times 7. 7 mal 70 Mal. I think we stop here now. Ich denke, wir machen This jetzt we have Schluss. to expand tomorrow. Wir müssen das morgen noch ausweiten. Now when we celebrate the Holy Eucharist, Wenn wir die heilige Messe feiern, this is the greatest mystery. dies ist das größte Geheimnis. We are, again I am repeatedly saying, in all other sacraments we receive grace. Ich wiederhole es, in allen anderen Sakramenten empfangen wir Gnade, In Eucharist you receive the giver of aber in grace. der heiligen Eucharistie empfangen wir den Geber aller Gnade. And we are celebrating the whole life of Christ. Und wir feiern das ganze Leben Christi mit. That first is incarnation, Zuerst die Fleischwerdung, then the proclamation, dann die Verkündigung, then the offering, dann die Opferung, sacrifice, and then the burial, dann das Begräbnis, then the dann resurrection, die then Auferstehung, the ascension, dann die and the Himmelfahrt coming again in the Holy Communion. und dann die Wiederkunft Christi in der heiligen Kommunion. Let's come to the great mystery now. Also kommen wir jetzt zu diesem großen Geheimnis. Thank you.